Hallo liebe Leute, willkommen bei Kunsthandwerk Brettchenweben. Mein Name ist Angela Rohrmoser und ich möchte euch das Weben mit Loch zeigen. Alles, was ich euch erzähle, könnt ihr im Heft 10 von Arachnes Fadenspielen nachlesen, das ihr auf meiner Homepage www.rohrmosers.com käuflich erwerben könnt. Dieses Heft habe ich euch bereits das letzte Mal vorgestellt, als ich die ägyptische Diagonale erklärt habe. Und jetzt zeige ich euch, was man mit den dortigen Webmatrizen noch so alles weben kann. Erst einmal eine grundsätzliche Frage. Warum sollte irgendjemand überhaupt mit unbezogenen Löchern weben? Die Antwort ist ganz leicht und ganz schwer. Das Loch verhält sich im Gewebe so wie ein durchsichtiger Faden. Es ist nicht nichts, sondern wie ein kleines Fenster, durch das man in das Gewebe hineinsehen kann. Dadurch verändert sich die Oberfläche des Bandes und wird strukturierter und interessanter. Und damit kann man spielen, wenn man es begriffen hat. Und deswegen stürzen wir uns mal gleich rein in die Sache. Am besten sieht man den Effekt des Webens mit Loch, wenn man 2 Bänder nebeneinander legt. Eines mit 4 Fäden pro Brettchen und eines mit 2 Fäden pro Brettchen. Alle beide sind im selben Webrhythmus gewebt, im Muster der ägyptischen Diagonale. Natürlich ist das Band mit weniger Fäden schmaler und auch weniger dick. Es ist ein bisschen schmiegsamer und weicher als das mit 4 Fäden. Aber man kann deutlich sehen, dass die Diagonalen wie Rippen erscheinen. Und wenn man mit den Fingerspitzen darüber fährt, kann man das Muster fühlen. Es ist also ein Muster zum Tasten und nicht nur zum Sehen. Und außerdem besteht das Muster nicht nur aus 2 Farben, sondern auch noch aus dem Schatten, den das Licht wirft. Sehr reizvoll in meinen Augen. Wie erschafft man dieses Wunder? Es ist ein besonderer Einzug und deswegen schauen wir uns ihn einmal genauer an. Auf der Webmatrix mit 4 Fäden sieht man, dass die Diagonalen immer 2 Löcher breit sind. Auf der Webmatrix mit 2 Fäden kommt nach einem Faden immer ein ausgelassenes Loch, also immer Faden 1, Loch, Faden 2, Loch. Collingwood erklärt das Prinzip dieses Einzugs ganz geschickt. Die 4 Fäden sind hier auf 2 Brettchen verteilt, 2 Geschwisterbrettchen. Da, wo das eine Brettchen den Faden hat, hat das andere das Loch und deswegen gehören sie immer zusammen, obwohl sie 2 Kordeln machen. Das heißt, sie werden als ein einziges Brettchen angesehen, immer zusammengedreht und vor allem immer zusammen festgehalten. Wie Geschwister eben. Und da kommen wir zu der eigentlichen Schwierigkeit dieser Technik, das Handling. Denn so ein Brettchen ist leider nicht stabil. Es kippt aus seiner Achse, wenn man es nicht festhält. Zur Stabilisierung gibt es verschiedene Tricks. Manche fädeln die Brettchen auf Schaschlikstäbe, manche binden sie fest und ich lege das Ganze auf eine Unterlage und ich halte sie einfach immer fest. Und wenn ich sie nicht festhalte, dann lege ich sie ab. Ansonsten muss immer verschnürt werden, wenn man die Kette mal verlässt. Denn wenn der Pack auseinanderfällt, sagen wir mal, das gibt eine gute Übung. Hier finde ich es ganz besonders wichtig, lochgenau zu scheren. Denn wer kann schon sagen, dass ihm so ein Pack nie auseinandergefallen ist? Und dann ist es einfach besser, sich auch an den Brettchen orientieren zu können. Also pro Brettchen immer nur 2 Fäden. Der dunkle Faden bezieht Loch 1, der helle Loch 3. Anschließend das Geschwisterbrettchen. Hier bezieht der dunkle Loch 2 und der helle Loch 4. Beim nächsten Brettchen bezieht der dunkle Loch 3 und der helle Loch 1 und bei seinem Geschwister der dunkle Loch 4
und der helle noch 2 und dann geht es wieder von vorne los. Der Stapel muss vor dem Zusammenbinden ausgerichtet werden, denn schon hier sieht man, wie die Brettchen aus der Achse kippen. Beim Weben des Musters der ägyptischen Diagonale verändert sich eigentlich nur eines: Festhalten. Das geht bei 12 Brettchen auch ganz gut, auch wenn sie aus Holz sein sollten. Bei mir ist von den Händen her bei 50 Brettchen aus Pappe Schluss. Und dann lege ich die Brettchen, die nicht mehr in meine Hand passen, einfach auf einem Kissen ab, das ich unter die Webarbeit stopfe. Auf diese Weise können alle Matrizen des Heftes 10 gewebt werden. Und damit man in etwa weiß, wie es aussieht, habe ich alle schmalen Bänder im 2-Loch-Einzug gewebt und alle breiten im 4-Loch-Einzug. Dann sieht man den Unterschied gleich. Und hier ein paar Eindrücke davon, wie andere Techniken mit einem ausgelassenen Einzug aussehen. Die Schnurbindungstechnik, Kivrim-Technik, Double-Face-Technik, Stippenmuster, die Misthole-Technik und die Köper-Technik. Man kann auch nur in einer Farbe weben, dann malt nur die Sonne das Muster und der ausgelassene Einzug hilft ihr dabei. Alle diese Muster habe ich in folgenden Heften vorgestellt. Heft 19 bis 25. Und das alles sind nur Anregungen. Die Welt der Möglichkeiten des Brettchenwebens ist noch viel, viel größer. Probiert es einfach aus. Im nächsten Video möchte ich euch die Double-Face-Technik vorstellen und nenne es Weben in Schwarz-Weiß. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Besucht mich auf meiner Homepage www.rohrmosers.com. Viel Spaß bei euren Projekten und bis bald. Eure Angela Rohrmoser.